Großen Respekt, schätze Herrn Kühnert sehr. Er ist ein verdammt ehrlicher Politiker. Es hat Spaß gemacht, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und unsere Leidenschaft Fußball hat vieles einfacher gemacht. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allem vollständige Genesung. Hey Leute, willkommen in der Realität. Haltet euch fest. Der arme Kevin fühlt sich ein bisschen unsicher und gönnt sich erstmal eine Schmarotzer-Auszeit auf Steuerzahlerkosten. Keine Diagnose, kein Attest, kein echtes Burnout. Aber Hauptsache, die knapp 100.000 Euro Diäten laufen weiter aufs Konto. Willkommen in der neuen deutschen Politik. Fühlen statt arbeiten, kassieren statt Verantwortung. Auf geht's! Großen Respekt, schätze Herrn Kühnert sehr. Er ist ein verdammt ehrlicher Politiker. Es hat Spaß gemacht, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und unsere Leidenschaft Fußball hat vieles einfacher gemacht. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allem vollständige Genesung. Die Leerstelle, die Kühnert hinterlässt, soll nicht nur angesichts der Bundestagswahl 2025 so schnell wie möglich geschlossen werden, sagt die SPD. Wir werden als Parteivorsitzende noch heute Abend zu Gremiensitzungen einladen und dort einen Vorschlag für eine Nachfolge machen. Da war es wieder das schönste Gesicht der SPD. Ja, das war ein Ausschnitt aus der 20 Uhr Tagesschau am 7. Oktober 2024. Ein historisches Dokument. Wir erinnern uns zurück. Die SPD, ja, auch das politische Berlin denkt natürlich an Kevin Kühnert. Jetzt machen wir den Schnitt 6 Monate später. Kevin Kühnert offenbart in einem Bericht in der Zeit, es habe weder einen Schlüsselmoment noch eine medizinische Diagnose gegeben, die ihn zu seinem Rückzug bewegt hätten. Stattdessen sei es ein diffuses Gefühl gewesen, wie es in dem Text zu lesen ist. Das Gefühl, nicht mehr sicher zu sein, heißt auf Deutsch, Kühnert hat das ganze Land getäuscht. Kevin hat einfach mal blau gemacht und Diäten und Zulagen in Höhe von fast 100.000 Euro kassiert. Über den Blaumann sprechen wir jetzt bei News Live in den kommenden Minuten. Und springen wir nochmal zurück in den 7. Oktober 24, Ralf. Nachdem Kevin Kühnert via Brief seinen krankheitsbedingten Rückzug ankündigte, überschlugen sich ja natürlich verständlicherweise die Beileidsbekundungen und Genesungswünsche. Das liest sich doch heute wie ein Hohn. Ja, das ist ein interessanter psychologischer Effekt, der, ja, wir haben es auch gesehen bei Carsten Linnemann, der ja lagerübergreifend ist. Also man betrachtet sich schon als eine Art politischer Klasse, als ein gemeinschaftliches Unternehmen, auch wenn man unterschiedlichen Lagern angehört. Und dass dort jemand einfach krankheitsbedingt ausscheidet, dass er fertig ist, dass er depressiv ist, ausgebrannt und so weiter. Das lässt einen dann im Tagesgeschäft innehalten über alle Grenzen hinweg. Und dieser Effekt ist nicht ganz selten. Also wir haben beispielsweise beim früheren Außenpolitiker der SPD, Michael Roth, haben wir das ähnlich gesehen. Der hat auch gesagt, also es sei ihm alles über den Kopf gewachsen. Es gibt andere Politiker, die ganze Jahre Auszeiten nehmen und so weiter. Der Effekt ist nicht ganz neu. Was wir hier allerdings sehen, ist, dass jemand diese Karte der Betroffenheit gezogen hat. Ich lasse es jetzt da hingestellt sein, ob bewusst mit Kalkül oder einfach aus einem Überlastungsempfinden, die honorig klingt und die kein politisches Scheitern impliziert und wo man sagt, Leute, ich kann nicht mehr. Und da wird jetzt niemand in Deutschland sagen, ja, aber das geht doch jetzt so nicht und reißt die zusammen, sonst irgendwas. Also du hast, das ist eine Strategie, da hast du sicher, dass du die Anteilnahme auf deiner Seite hast. Und wir sehen jetzt tatsächlich ein halbes Jahr später, dass in der Zwischenzeit die politische Reflexion darüber stattgefunden hat. Wie kann ich das Ganze politisch ummünzen in einerseits eine Erzählung, die meinem Lager nützt, Anfeindungen, schlimme Unterdrückung, Leiden unter Aggression in der Gesellschaft und so weiter, die ja auch da ist. Nur, du kannst nicht die Erzählung komplett wechseln. Und man hat den Verdacht, dass Kühnert langsam an seinem Comeback arbeitet, indem er eben die Krankheitsgeschichte weglässt, sondern stattdessen
politische, atmosphärische und andere Argumente nennt. Und das ist schon interessant, weil das ein typisch politischer Reflex ist. Also ich versuche eine neue Erzählung aufzumachen. Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal den Anfangspunkt dieser alten Erzählung zitieren. Es gab also diesen langen Brief, wir haben den eben jetzt hier für die Zuschauer eingeblendet und da steht eben der entscheidende Satz drin, 7. Oktober 2024, Kevin Kühnert erklärt öffentlich, Zitat, ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Zitat Ende. Also das ist eine ganz klar, ich bin klare nicht Aussage. gesund, also ich bin krank. Jetzt im Nachhinein sagt er, er habe sich einfach nicht gesund gefühlt. Wir kommen noch genau auf seine Aussagen, aber es habe eben keine medizinische Krankheit vorgelegen. Also er war nicht gesund, aber medizinisch könnte man es nicht sagen. Das ist ein Da hätte er doch Zeit gehabt, das ganz klarzustellen. Also wie gesagt, nach diesem Brief folgte dann eine Welle natürlich von Beileidsbekundungen. Ich lese mal ein paar Tweets vor, um mal zu verdeutlichen, was das denn ausgelöst hat. Jeder hatte Mitleid. Ich habe übrigens diese Meldung auch mitbekommen. Ich dachte ernsthaft, er hätte Krebs. Weil das klang für mich, es war meine, es klang für mich, offizieller Grund genannt. es klang für mich sehr, sehr, sehr bedrohlich. Und wenn jemand von jetzt auf gleich so ausscheidet, dann muss das ernste Gründe haben. Michael Roth von der SPD schreibt zum Beispiel, Politik ist kein Job, sondern ein Leben. Da tut das Loslassen besonders weh. Werde wieder rasch, gesund und freu dich auf all das Neue, was da kommt. Es wird groß. Da bin ich mir sicher, lieber Kevin. Marie-Agnes Strack-Zimmermann postete, der politische Betrieb kann ein hässlicher Raubbau sein, egal was einen politisch trennt. Wenn es um die Gesundheit geht, wird fast alles zweitrangig. Ich wünsche Kevin Kühnert von Herzen alles Gute und eine vollständige Genesung. Also hier gibt es ja keine Deutung, das ist ganz klar, in welche Richtung das hier geht. Last but not least, Marco Buschmann. Kevin hat aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt als Generalsekretär der SPD erklärt. Ich wünsche ihm gute Besserung und vollständige Genesung. Das ist natürlich menschlich alles verständlich und ich war damals auch etwas erschrocken. Ich dachte, mein Gott, so ein junger Mann, was wird in dem zugestoßen sein? Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Es kommt ja noch der zusätzliche Effekt hinzu, er war mein Bundestagsabgeordneter. Also ich wurde im Du hast also auch eine Vertretung verloren. Ich habe eine Vertretung verloren. Exakt, ja. Tempelhof-Schöneberg, dort hat er damals den Wahlkreis für die SPD direkt gewonnen. Und dann geht er weg aus dem Bundestag. Man las jetzt in diesem Porträt in der Zeit, er habe auch nur noch über digitale Medien an Fraktionssitzungen, wenn überhaupt, teilgenommen. Er hat sich aus dem Bundestag verabschiedet. Das heißt, im Prinzip war meine Stimme, nicht meine Stimme, aber mein Wahlkreis dort nicht vertreten. Und das ist einfach eine Sache, die dem noch ein zweites Geschmäckle gibt. Diese Gesundheit war jetzt doch offenbar eher ein diffuses Gefühl des Unwohlseins. Ihm ist alles über den Kopf gewachsen. Früher hätte man gesagt, Lebensekel, Weltüberdruss, Ennui vielleicht. Aber dann hätte er doch auch sagen müssen, ich lasse jetzt für dieses halbe Jahr den Wahlkreis bzw. mein Bundestagsmandat ruhen und nehme halt auch nicht die Diäten in Anspruch. Das finde ich einen zweiten Punkt, den ich für sehr bedenklich halte, weil er erwähnt hier sein Geschäft, seine Führung als Generalsekretär. Er hat auch einen Wahlkreis gewonnen und hat diesen Dienst, dieses Mandat ein halbes Jahr im Bundestag nicht wahrgenommen, hat sich aber von der Allgemeinheit bezahlen lassen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und die Gründe, die er eben jetzt anführt, sind eben sehr, sehr auf einer diffusen, subjektiven Ebene angeordnet. Ein Beispiel nur, er sagt in diesem Bericht jetzt, ein diffuses Gefühl sei es gewesen, das sich anfangs gut verdrängen ließ, dann aber nicht mehr. Und dann wird als Beispiel nennt er Folgendes. Er war also in Thüringen unterwegs vor der Landtagswahl in Altenburg und dann, Zitat, nach einem Abendtermin spazierte Kühner durch die menschenleere Stadt. Als er sein Hotel erreichte, standen vor der Eingangstür zwei muskulöse Männer in Neonazi-Kluft. Die Männer taten ihm nichts, sie grüßten ihn. Und dann sagt er noch, ja, wahrscheinlich war das Verfolgungswahn, aber jeder dieser Vorfälle war ein weiterer Strich auf der Liste. Da ist also gar nichts passiert. Da standen Leute, die er meinte, dass die in Neonazi-Kluft gekleidet seien, was immer das heißen mag. Die haben ihn dann gegrüßt, waren also so nett und freundlich, aber das war ein weiterer Strich auf der Liste. Ganz ehrlich, das hier ist keine Krankheit, das ist pure Dreistigkeit. Ein Spitzenpolitiker, der sich monatelang rausfühlt, ohne Arzt, ohne Diagnose, ohne Attest, aber jeden Monat die dicken Diäten kassiert. Jeder normale Arbeitnehmer, der sich einfach mal unsicher fühlt, ohne Krankenschein, wäre nach 3 Tagen sein Job los. Aber Kühnert, der kassiert auf unsere Kosten fast 100.000 Euro für Freizeit. Und jetzt wissen wir auch warum. In Interviews hat er oft genug gejammert, dass er kaum noch Freizeit hat. Tja, Freizeit kostet halt Geld. Und woher nimmt man das? Richtig, vom Steuerzahler. Sorry,
Aber das ist nix anderes als Schmarotzertum auf höchstem Niveau. Kevin Kühnert, der Callcenter Agent, der nie erlebt hat, was echte Arbeit für normales Gehalt bedeutet, der nie erfahren musste, was Verantwortung wirklich heißt. Jetzt wird er sich demnächst als geheilt präsentieren. Voller neuer Kraft natürlich und wieder den großen Kampf gegen rechts und gegen die AfD ausrufen. Läuft doch. Erst ein bisschen Freizeit auf Staatskosten gönnen, dann frisch motiviert die politische Moralkeule schwingen. Freunde, mal ehrlich, was sagt ihr dazu? Ist das noch tragbar oder zeigt das endgültig, wie kaputt dieses politische System ist? Schreibt es in die Kommentare. Liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ganz wichtig, eure Meinung zählt. Bis zum nächsten Mal.